Und wieder wird ein neuer Windpark im Bauhöhenbeschränkungsgebiet des Erftlandes gebaut. Auf einem 300 Hektar großen Gelände an der B265 entstehen 9 neue Windräder. Auch hier gilt die Bauhöhenbegrenzung von 304 Metern der deutschen Flugsicherung. Bei Nabenhöhen von nur 92 Metern ist es immer eine Herausforderung, einen wirtschaftlichen Windpark zu planen. Aber die SL Naturenergie hat es wieder geschafft. Im Dezember 24 beginnt der Bau mit der Herrichtung der Baufelder. Zuerst wird der fruchtbare Mutterboden abgetragen und zwischengelagert. Danach wird eine wasserdurchlässige Folie eingebracht und das Baufeld mit Schotter ausgekoffert. Der Schotter wird dann verdichtet, um einen tragfähigen Untergrund für die schweren Baugeräte zu schaffen. Gleichzeitig wird auch der Untergrund für das spätere Fundament hergerichtet. Je nach Geländeniveau wird dazu eine kleine Grube ausgehoben. Das Fundament kann aber auch ebenerdig angelegt werden. Maßgeblich dafür ist es, dass die spätere Windrad-Gesamthöhe von 149,9 Metern nicht überschritten wird. Ende Januar 25 sind die Baufelder eingerichtet und die Sauberkeitsschicht ist gegossen. Diese Schicht fixiert die Leerrohre, dient aber in erster Linie als sauberer Grund für die Armierungsarbeiten. Diese Arbeiten begannen im Februar 25. Bevor das Armierungsgeflecht verlegt wird, wird zuerst immer der Korb aufgebaut. Ein Korb besteht immer aus einem unteren Ring, den Gewindebolzen und dem oberen Anschlussflansch für den späteren Turm. Hier werden modulare Stahltürme errichtet. Er besteht aus Stahlsegmenten, die auf der Baustelle zusammengeschraubt werden. Immer größere und schwerere Windräder erfordern immer größere Durchmesser am Fuß. Hier beträgt der Durchmesser 7,70 Meter. Über 5 Meter ist ein Straßentransport aber viel zu aufwendig und viel zu teuer. Aus diesem Grund hat Enercon den Turmtyp LP4 MST Mk2 entwickelt. Deutlich sieht man hier, wie die Armierung in den Korb eingeflochten ist. Dadurch werden dann die Kräfte des Windrades auf das gesamte Fundament abgeleitet. Bevor betoniert werden kann, muss noch eine modulare Schalung angebracht werden. Die Schalung ist auf das Fundament abgestimmt und die Segmente werden einfach nur verschraubt. Der Armierungsstahl hat ein Gewicht von ca. 100 Tonnen. Beim Betonieren fließen dann 700 Kubikmeter Beton mit einem Gewicht von ca. 2000 Tonnen in das Fundament. Nach 28 Tagen ist der Beton ausgehärtet und es kann mit dem Turmbau begonnen werden. Das Fundament hat einen Durchmesser von 23 Meter. In der Mitte am Korb hat es eine Dicke von 3,5 Metern. Anfang Mai 25 sind alle 9 Fundamente gegossen. Alle Bauteile wurden angeliefert und teilweise mit dem Turmbau schon begonnen. In der Totalen sieht man den außergewöhnlich großen Abstand der Windräder zueinander. Enercon will mit einem Hybrid-Stahlturm genannten Konzept künftig ohne die inzwischen üblichen Betonturmabschnitte auskommen. Die unteren Stahlsektionen sind 11,5 Meter lang und haben eine Wandstärke von 20 mm.
6 Elemente mit je 4 Seiten werden durch vorgespannte Schraubverbindungen verbunden. Jedes Turmelement hat dann 24 Seiten. Beide Turmelemente werden auf der Baustelle zusammengefügt. Mit diesem neuen Turmkonzept will Enercon seine Kapazitäten stärken und den Transport zur Baustelle erleichtern. Auf der Baustelle müssen aber Tausende von Schraubverbindungen hergestellt werden. Es ist auch ein spezieller Adapter erforderlich, der den Übergang auf Rundelemente ermöglicht. Der weitere Turmbau erfolgt dann mit den üblichen runden Elementen. Irgendwie erinnert mich das an die Nautilus, obwohl es sind Schrauben und keine Nieten. Bei fast 8 Metern Durchmesser hat man innerhalb des Turmes reichlich Platz. Zudem ist auch noch der Netztrafo und die Elektronik komplett in der oberen Gondel untergebracht. Unten auf dem Fundament steht nur noch die Mittelspannungsschaltanlage. Und das ist jetzt die neue E-Gondel. Groß wie ein Wochenendhaus. Hier oben befindet sich außer der kompletten Elektronik auch der Transformator, der die Generatorspannung in die Mittelspannung umwandelt. Trotz der enormen Größe geht es innen ziemlich eng zu. Fast jede Ecke ist komplett ausgenutzt. Immerhin muss hier eine Leistung von 4,2 MW gehandelt werden. Dieses neue E-Gondel-Konzept wird für alle neuen Anlagen angewendet. Hier wird jetzt der Stator des Generators montiert. Aus Gewichtsgründen wird der Stator und der Rotor, den man hier sieht, einzeln montiert. Um die beiden Komponenten millimetergenau zusammenzufügen, bedarf es einer Hilfseinrichtung. Ist der Generator montiert, erfolgt die Montage der Nabe. An der Nabe werden später die Flügel befestigt. Und in ihrem Inneren befinden sich die Antriebe für die Pitchverstellung. Am 10. August sind bereits 2 Windräder montiert und das dritte steht kurz vor der Vollendung. Eine sehr detaillierte Doku über die Montage der Windräder findet man im Video über den Windpark Vettweiß. Anfang September ist auch das Windrad nahe der B265 fertig montiert. Anfang November steht die Montage des letzten Windrades kurz vor der Vollendung. Es ist das Windrad Nummer 1 im Windpark. Parallel zur Montage der Windräder wurde quasi am anderen Ende der Welt das Umspannwerk errichtet. Naja, nicht am anderen Ende der Welt, aber immerhin 3,5 Kilometer vom Windpark entfernt. Und das, obwohl die 110 kV Freileitung mitten durch den Windpark hindurchläuft. Das ist sicher wieder einer behördlichen Auflage geschuldet. Die Folge sind wieder erhebliche Mehrkosten. Denn die Mittelspannungskabel müssen ja von den Windrädern zum Umspannwerk verlegt werden. Und statt wenigen 100 Metern sind es jetzt 5,5 Kilometer geworden. Und um die Verluste möglichst gering zu halten, müssen jetzt auch größere Querschnitte verwendet werden, was die Kosten noch einmal erhöht. Ich denke, die SL Naturenergie hat mindestens 2 Systeme mit 630 Quadrat verlegt. Die Gesamtleistung von knapp 40 MW wird dann über einen 65 MVA Travo in das 110 kV Netz eingespeist. Hier sieht man das Netz Euskirchen und genau an diesem Knickpunkt erfolgt die Einspeisung und die kann in beide Richtungen erfolgen.
Wer denkt, dass hier wieder ein Travo aus osteuropäischer Produktion aufgestellt wurde, der irrt. Die Firma Starkstrom Gerätebau mit ihrem Hauptsitz in Regensburg wurde 1947 gegründet. Heute ist es der führende mittelständische Travo-Hersteller in Europa. Der Travo hat übrigens ein Gewicht inklusive Öl mit knapp 87 Tonnen. Dies sind die hochgenauen Strom- und Spannungswandler. Diese benötigt man zur Messung der gelieferten Strommenge. Im oberen Teil dieser Säule befindet sich der Leistungsschalter. Wie der Name schon sagt, kann er das Netz unter Volllast abschalten. Hier sieht man die Drehtrennschalter. Diese schaffen eine zusätzliche und sichtbare Trennung. Das hier ist der 110 kV Kabelendverschluss. Der Aufbau eines 110.000 Volt Kabels ist sehr komplex. Bis vor wenigen Jahren musste man noch mit Hochdruck Stickstoff gefüllte Stahlröhren verwenden. Heute verwendet man Kunststoffkabel mit Halbleiterschichten. Diese sind entscheidend für die Spannungssteuerung und die Feldglättung. Sie verhindern lokale Feldüberhöhungen an den Grenzflächen zwischen Leiter und Isolation. Diese Spitzen würden Teilentladungen auslösen und das Isolationsmaterial zerstören. Die eigentliche Isolierschicht ist nur 19 mm stark. Das Umspannwerk wurde Ende November in Betrieb genommen. Und am 22. November lieferte das erste Windrad Strom. Schon irgendwie kurios. Das letzte Windrad, das errichtet wurde, war das Windrad 1. Und das erste Windrad, das Strom liefert, ist das Windrad Nummer 9. Am 11. Januar 26 sind alle Windräder des Parkes in Betrieb. Allerdings gibt es hin und wieder noch die üblichen Kinderkrankheiten. Hier steht das Windrad 5, aber das Enercon Servicefahrzeug ist schon vor Ort. Beim Abschlussbesuch am 20. Januar sind alle Probleme behoben und alle Windräder laufen. In der Totale erkennt man die große Fläche, auf der die Windräder verteilt wurden. Hier sind es immerhin ca. 300 Hektar. Damit sich Windräder nicht gegenseitig beeinflussen, ist es üblich, den 5- bis 6-fachen Rotordurchmesser als Abstand zu nehmen. In diesem Windpark ist der Abstand aber wesentlich größer. Zum Schluss noch einmal alle relevanten Daten zu diesem Windpark.